Servus YouTuber und willkommen bei RL Photo Pro. Ja, das Xiaomi 17 Ultra, ich hatte es jetzt genau einen Monat lang und muss es jetzt wieder zurückschicken. Ich durfte das unabhängig und mit einer freien Meinungsäußerung wieder testen. Also alles wie immer, wenn ich bei O2 hier ein Gerät zugeschickt bekomme und das testen darf. Ich habe auch tatsächlich von meiner Freundin mal das Xiaomi 15 Ultra mit hergenommen, so als kleiner Vergleich. Da habe ich ja letztes Jahr auch schon ein ausführliches Review dazu gemacht und auch so ein paar Tücken oder nicht so schöne Dinge, die halt im Alltag bei mir aufgefallen sind, aufgedeckt. Ob es das Xiaomi 17 Ultra besser macht, werden wir heute sehen. Und ich habe einen kleinen, aber wirklich nur noch kurzen Testvergleich in der Kamera mit dem Oppo Find X9 Ultra machen können. Das ist jetzt 2, 3 Tage vor dem finalen Fazit angekommen. Da habe ich noch schnell ein paar Nachtbilder gemacht und auch so ein paar Vergleichsbilder. Und was ich halt präferieren würde, den neuen optischen Zoom. Das ist ja so das Hauptthema beim Xiaomi 17 Ultra. Oder doch lieber zwei getrennte Linsen mit 3 und 4,3-fach Zoom. Oder vielleicht ein Dreifach Zoom und ein Zehnfach Zoom. Ja, also darum soll es heute gehen in dem Video und ich wünsche euch schon mal viel Spaß. Wir sehen uns gleich wieder nach dem Intro. So, und damit willkommen zurück und wie gesagt, auf die Specs an sich werde ich jetzt gar nicht direkt eingehen. Nur so viel, es ist natürlich der neueste Snapdragon-Prozessor mit an Bord. Die Standard-High-End-Ausstattung, sage ich jetzt mal, in Deutschland nur eine 512 GB Version verfügbar. Bei Xiaomi direkt habe ich hier 1500 €. Wenn ihr die Leica Lights Phone Edition wollt mit 1 Terabyte und dieser drehbaren, Lünette, also der Zoom-Ring oder Belichtung und so weiter, das kann man dann hier auf diesen Ring legen. Die kostet Happige 2000 €. Also ich finde, das ist einfach zu viel, sorry. Auch wenn da natürlich Leica Lights Phone draufsteht, aber die haben halt auch dieselbe Hardware eigentlich verbaut. Die Kameras sind gleich, sind ein paar andere Filter mit drin und so weiter. Also es ist eher softwareseitig. Und dafür 500 € mehr zu verlangen und halt eben 512 Gigabyte mehr Speicher, schön und gut, wer es braucht. Ansonsten, die meisten werden wahrscheinlich locker mit der 512 Gigabyte Variante zurechtkommen. Und was ich sagen muss, ich habe es mal ganz kurz in einem Shop sehen können und probieren können. Ich finde es irgendwie nicht komfortabel, hier zu zoomen oder irgendwas einzustellen. Ich habe auch einmal tatsächlich, bin ich dann so ein bisschen dahin gekommen. Ja, dann war der Zoom nicht mehr irgendwie bei 23 Millimeter, also der einfach, sondern bei 1,2-fach. Da habe ich dann quasi aus Versehen reingezoomt, bloß weil ich mal, ich glaube, mit dem Finger hier so hingekommen bin. Den halte ich normalerweise irgendwie so dran. Und ja, fand ich irgendwie nicht so geil, muss ich sagen. Da bin ich tatsächlich wirklich eher der Fan von Vivo oder Oppo, die hier diesen Button haben. Das ist ein Touch-Button, wobei ich den Touch auch nicht unbedingt so gut finde bei Oppo, der war bei Vivo besser. Da kann man eben auch so zoomen, wenn man möchte. Man kann auch andere Einstellungen drauflegen. Aber ich habe halt hier nichts Bewegliches und kann da irgendwie aus Versehen hinkommen. Also finde ich komfortabler. Da habe ich aber beim Oppo ehrlich gesagt auch das Manko, dass es mir zu weit reingerutscht ist. Ich hätte den gern hier, dass man es halt so hält wie eine normale Kamera auch und nicht so weit rein muss. Also das ist auch irgendwie nicht ganz so komfortabel. Also nur mal kurz so für die Kamerathematik und die Preisthematik. Ich finde es zu teuer, Xiaomi-typisch, fallen da aber die Preise relativ gut schnell ab. Und ihr werdet es wahrscheinlich so bei 1100, 1200 € dann ungefähr in den Dreh bekommen. Und ähnlich werden auch die Oppo und die Vivo, denke ich mal, wieder abfallen, die Ultra-Modelle. Entsprechend habt ihr da halt die Qual der Wahl sozusagen. Was ich aber geil fand beim Xiaomi 17 Ultra sind wirklich die Buttons hier an der Seite. Und zwar die Volume Rocker, also das Plus und Minus, weil es einfach getrennte Buttons sind. Hat mir sehr gut gefallen. Das finde ich irgendwie besser als hier zum Beispiel beim Oppo oder was ja andere Smartphones auch alle haben. Mit einem Button, der nach oben und unten wippt. Also finde ich cool, schaut auch irgendwie edel aus, so ein bisschen iPhone-isch würde ich mal sagen. Genauso wie die Front, also mit diesen abgerundeten Ecken. Die sind deutlich stärker abgerundet als bei Konkurrenz-Smartphones, sage ich mal. Man sieht es auch hier beim Oppo-Vergleich. Also die sind wirklich nochmal runder.
fühlt sich aber dadurch wirklich super geschmeidig in der Hand an, muss ich ehrlich sagen. Also es hat ein echt gutes Handgefühl. Der Kamerabump, ja, wird wieder die meisten stören, die ein Problem mit so großen Kamerabumps haben. Mich stört es gar nicht in dem Fall, weil ich halt hier meinen Finger wieder zum Abstützen nehmen kann. Und ja, also rundum qualitativ auch so von der Bauart bedingt und auch die Rückseite finde ich richtig, richtig gut. Ist auch nicht ganz so fingerabdruckanfällig, ne? Also wenn man sich das anschaut, es ist halt einfach eine matte Rückseite. Klar, ich meine, wenn ich hier jetzt beim Kamera-Bump mal drüber touch, dann seht ihr das schon. Also das ist wirklich ordentlich fingerabdruckanfällig, aber das sind die Kameras immer, egal ob es jetzt ein Riesen-Bump ist oder ob es Einzelkameras sind, à la Samsung Galaxy. Von daher, ja, also so haptisch, optisch wirklich ein gelungenes Gerät. Ich finde angenehmer als das 15 Ultra in der Hand und es fühlt sich auch nicht so mega schwer an. Das hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Was mir allerdings immer noch nicht ganz so gut gefällt, wenn ich Preise wie 1500 und 2000 Euro verlange, dass ich nur 5 Jahre garantierte Android-Updates und 6 Jahre Sicherheitsupdates bekomme. Klar, für mich völlig ausreichend und für viele andere wahrscheinlich auch. Aber wenn ich halt wirklich Smartphones lang behalte, dann kriege ich halt bei Samsung, Google oder auch bei Honor mittlerweile einfach 7 Jahre Android-Updates und Sicherheitsupdates garantiert. Und das ist halt einfach eine andere Preisklasse, weil Honor teilweise mittlerweile das Magic 8 Pro zum Beispiel unter 1000 Euro verkauft mit Gutschein. Und ich kriege 7 Jahre und habe auch eine solide Kamera. Klar, Google ist sehr teuer, Samsung brauchen wir gar nicht drüber reden, ist auch sehr teuer und ist Geschmackssache, weil die halt einfach mit den Kameras im Vergleich hinterherhinken. Dafür haben sie halt eben bei der S Ultra Serie zumindest die S Pen Thematik ohne Bluetooth, aber man hat halt auch eine andere Funktionalität und eben die 7 Jahre und meiner Meinung nach hat Samsung zumindest im Android-Bereich für Akkulaufzeit und auch irgendwie so das ganze System Performance und was man halt so machen kann, auch mit Goodlock, immer noch das beste System. Danach würde ich tatsächlich wahrscheinlich aktuell meiner Erfahrung nach das Oppo-System eingruppieren. Dann wahrscheinlich Vivo und Xiaomi. Ja, kommen wir gleich noch dazu. Gibt es immer noch Einschränkungen und Benachrichtigungsthematiken und so weiter. Was hier der Fall ist bei den europäischen und deutschen Versionen, also den internationalen Versionen, wir haben 6000 mAh Akku, der hält auch ganz gut durch. Da kommen wir gleich nämlich zur Software und die ist, ja, finde ich immer noch nicht optimal. Also da bin ich bei Oppo, ist ja auch mein erstes Oppo. Ich habe vorher OnePlus mal gehabt. Die hatten ja quasi das gleiche System mit anderen Namen. Aber es ist halt einfach immer noch, ja, ähnlich wie beim 15 Ultra, muss ich sagen. Was aber ein bisschen verbessert wurde, ist tatsächlich die Akkulaufzeit. Aber nicht nur beim 17 Ultra, sondern tatsächlich auch beim 15 Ultra von meiner Freundin. Das hat vor dem HyperOS 3 Update, also mit HyperOS 2 damals, den ganzen Tag nicht durchgehalten. Die musste das immer mal Nachmittag aufladen oder zumindest am frühen Abend. Jetzt hält es durch. Und auch hier merkt man natürlich, dass die Akkulaufzeit den ganzen Tag durchhält. Aber ich habe halt am Ende des Tages, wenn ich in der Früh um 7 aufgestanden bin, das abgesteckt habe oder vom Wireless Charger genommen habe und bin halt abends um 23 Uhr ins Bett, dann halt gerade noch so bei den 10% gekratzt. Also das war schon immer relativ knappe Geschichte. Ja, natürlich, ihr könnt hier super schnell drahtlos und auch kabelgebunden laden. Das heißt, ihr pumpt da halt wirklich auch mega schnell wieder ordentlich was rein. Aber ich finde es halt trotzdem schade, wenn ich 6000 Milliampere-Stunden habe, dass ich halt dann einfach ja nicht wirklich gut durch den Tag komme, sage ich mal. Also das war wirklich immer an der Grenze. Und wenn ich es echt hardcore benutzt habe, mal mit der Kamera, dann merkt man halt auch einfach die großen Sensoren, die hier verbaut wurden, vor allem der 1 Zoll Sensor. Wenn man da viele Bilder macht und da mal so eine Fototour macht, einfach um die Bildqualität halt dann zu vergleichen, zum Beispiel mit dem Oppo, dann merkt man schon, der Xiaomi hat mehr Akku gezogen von der Prozentanzahl her als das Oppo. Ist halt einfach so klar. Beim Oppo ist kein 1 Zoll Sensor verbaut, muss man auch immer beachten. Das Processing dahinter ist auch ein anderes dann und so weiter. Aber nichtsdestotrotz, da muss auf jeden Fall Xiaomi noch dran arbeiten.
So, dann eine andere Software-Sache. Wir sind wieder beim Thema Launcher. Das habe ich letztes Jahr schon angesprochen. Ich habe ja immer die Wischgesten. Das heißt, ihr habt unten hier keine Leiste. Da achten wir jetzt auch mal kurz drauf, sondern wir wischen ja von links oder rechts rein, um zurückzugehen, von unten hoch, um quasi am Homescreen zu kommen und wischen hoch und halten, um die App-Übersicht zu bekommen. So, jetzt wenn ich einen Custom Launcher aber aktiviere, und dann seht ihr schon, ihr habt hier wieder diese drei Optionen, also diese Oldschool-Leiste. Und ich verstehe es halt einfach nicht. Warum kann man das nicht machen? Ich meine, wenn ich hier bei meinem Oppo zum Beispiel gucke, da habe ich jetzt auch den Smart Launcher drauf und ich habe die Gesten. Ich habe da nicht so eine blöde Leiste. Das ist irgendwie immer noch so typisch HyperOS. So, und um das mal kurz zu zeigen, ich habe jetzt mal auf Gesten wieder umgestellt, ohne jetzt den Launcher wieder umzustellen. Und wenn ich jetzt wieder hochwische, dann bin ich nicht mehr im Smart Launcher, sondern wieder im Stock Launcher. Das heißt, ihr habt die Qual der Wahl, ihr wollt einen anderen Launcher haben, weil euch einfach der Xiaomi Launcher nicht so gefällt. Ihr habt da zu wenig Optionen, so geht es halt mir oft. Und ja, dann habt ihr halt einfach Pech gehabt. Also entweder ihr könnt damit leben, dass ihr keine Wischgesten mehr habt, sondern unten diese Leiste oder halt eben auch nicht. Und das finde ich einfach schade, dass Xiaomi uns da eigentlich nicht die Wahl lässt. Das ist so ein bisschen gefühlt so ein Zwang, ja, wenn ihr Wischgesten wollt, was ja seit Jahren für mich der Standard ist, dann nutzt unseren Launcher. Und das finde ich irgendwie schade. Kommen wir noch zu einem Punkt, den ich auch in meinem Video letztes Jahr zum 15 Ultra mit HyperOS 2 sehr stark bemängelt habe. Ich nutze ja eine Garmin D2 Mach 1, also irgendeine Garmin Watch, das ist eigentlich egal welche, aber ich nutze halt die. Und da kamen halt die Benachrichtigungen oft nicht an und auch im System nicht. Ich habe das halt jetzt vermehrt gemerkt, weil ich einfach halt meinen Galaxy Trifold ja noch als Zweitsmartphone nutze. Und da hat das Trifold halt oft schon vibriert in der Hosentasche. Hab ich drauf geguckt, habe ich eine E-Mail bekommen. Dann schaue ich auf mein Xiaomi, nichts. Dann war es manchmal so, die Benachrichtigung kam am Smartphone relativ schnell an. Das war dann so die zweite Version der Problematik. Die kamen an und dann war es aber so, dass die auf der Uhr nicht wiedergegeben wurden. Dann hat es so 2, 3 Minuten teilweise gedauert. Und ja, ich habe alle Energiespareinstellungen bei Garmin deaktiviert gehabt. Ich habe alle Benachrichtigungen auf sofort und. So alles, was man halt so einstellen kann. Habe mich da auch nochmal durch vorn gearbeitet, ob es da irgendwas Neues gibt mit HyperOS 3. Da gab es halt nichts. Also das ist so typisch Xiaomi immer noch. Das ist auch nicht bei allen Apps, aber eben bei Gmail oder Google Kalender zum Beispiel. Und es war tatsächlich auch einmal beim Wecker, bei meinem Google-Uhr-Wecker sozusagen, also nicht der Original-Wecker, der funktioniert. Aber wenn ihr zum Beispiel die Google-Uhr nutzt, um halt mit YouTube Music Songs geweckt zu werden, dann hatte der auch mal ein Delay von knapp 3 Minuten. 3 Minuten ist ja noch nicht so problematisch, aber wenn der vielleicht mal gar nicht anspringt oder irgendwie nach 20 Minuten erst anfängt zu klingeln, dann wird es halt schon schwierig. Ja. Und es ist halt hier immer noch so, ich finde es einfach schade, also dass irgendwie Xiaomi das nicht hinbekommt. Es ist aber nicht mehr so gravierend wie bei HyperOS 2. Und auch bei meiner Freundin, ihrem Xiaomi 15 Ultra, ist es besser geworden. Das heißt, es ist auch nicht Smartphone-spezifisch. Wenn ihr ein 15 Ultra mit HyperOS 3 habt, dann sollte das bei euch auch besser sein. Wenn ihr da Erfahrungen habt, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Würde mich natürlich bei euch auch interessieren, wie es da ausschaut, weil da muss ich meiner Meinung nach immer noch was tun. So, dann machen wir jetzt mal weiter mit dem Teil hier und zwar eigentlich dem Kernstück, sage ich jetzt mal, von diesen ganzen Ultra-Kameras. Es ist jetzt egal, ob Xiaomi 17, Xiaomi 15 Ultra, Oppo Find X8, X9 Ultra, wie auch immer, die neuen Vivos und so weiter. Die Kameras sind halt einfach bei den Ultra-Modellen gefühlt immer so das Herzstück, außer bei Samsung habe ich so das Gefühl. Aber ansonsten, ja, ist es natürlich, kann man durch die Bank weg sagen, einfach Geschmackssache. Soll es etwas peppiger sein, dann nimmt man halt ein Samsung, ein Vivo. Soll es eher so in das, ja, immer noch so Instagram-Likige Genau, am gehen. Ende entscheidet immer der persönliche Geschmack. Wer es farbenfroh, dynamisch und mit vielen Features mag, ist bei Samsung oder Vivo definitiv an der richtigen Adresse. Gut, damit hat Gemini auch mitgeredet. Genau, bei Xiaomi ist es jetzt nicht mehr ganz so peppig, wenn ihr den Leica Authentic Modus nehmt, was ich ziemlich cool fand. Also ich mag halt eher so dieses Natürliche. Wenn ich ein bisschen mehr Pep drin haben will, dann kann ich danach auch noch einen Filter drüber ballern.
Das ist nicht das Problem. Ansonsten habt ihr aber auch noch Leica Vibrant. Vibrant ist ja eher so ein bisschen farbenfroher, peppiger, ein bisschen ja, gesättigter halt einfach von den Farben. Das ist das, was halt viele nutzen, um einfach ein Bild zu machen. Das passt dann auch von den Farben, das schaut schön aus, so HDR-mäßig und dann ab nach Instagram oder TikTok. Und das ist halt einfach eine Option, die ihr hier habt. Finde ich sehr gut. Wenn ihr aber wirklich so diesen Kamera-Look haben wollt, wie es jetzt zum Beispiel hier bei einer Lumix ist oder bei einer Nikon oder bei einer Sony, Canon, wie auch immer, da habt ihr ja normalerweise ein RAW-Format, in dem ihr fotografiert. Und das sind die Farben relativ flach, neutral. Und da bearbeitet man ja eigentlich nur nach, wenn man möchte und muss. Dann könnt ihr wirklich eher zum Oppo Find X9 Ultra greifen. Das ist da mein absoluter Favorit, so bei den ersten Testbildern jetzt, und zwar im Master-Modus und da einfach fotografieren. Da habt ihr einen sehr natürlichen Look. Im normalen Fotomodus ist der auch schon ein bisschen aufgepeppt, aber da habt ihr halt eine echt gute Wahl, was ihr nehmen wollt, und auch im Master-Modus könnt ihr alles auf Automatik lassen und ihr könnt normal in JPEG fotografieren, ihr müsst da nicht in RAW fotografieren. Was natürlich ein Riesenthema hier ist, ist natürlich die Zoom-Linse. Die haben sie hier quasi aus zwei Zoom-Linsen, wie beim Xiaomi 15 Ultra mit 3 und 4,3-fach, auf eine reduziert, die aber einen optischen Zoom hat. Hier habt ihr dann die Option von 3,2 bis 4,2-fach, also optisch zu zoomen. Was hat das für einen Vorteil? Ganz klar, ihr habt den gleichen Sensor und ihr zoomt nicht digital rein. Entsprechend habt ihr halt quasi keinen Bildverlust. Also ein Zoom hat trotzdem immer einen leichten Bildverlust, auch wenn das gerne andere YouTuber immer so dargestellt haben. Das ist aber auch bei großen Kameras so. So habt ihr eine Festbrennweite mit zum Beispiel 50 Millimeter drauf, habt ihr prinzipiell im Normalfall ein besseres Bild als jetzt zum Beispiel bei einer Linse, die von 50 bis 150 Millimeter geht. Da habt ihr zwar mehr Brennweite, das heißt, ihr habt mehr Flexibilität, aber das nimmt halt immer minimal Qualität, ist nicht dramatisch und auch hier wirklich gut. Aber ich muss auch sagen, das entspricht diesen 3,2 bis 4,3 entspricht 75 bis 100 Millimeter. Ich zeige euch mal, das macht nicht viel Unterschied. Also wenn man es braucht, ja, kann man es nutzen. Ich finde es auch genial, dass sich Smartphone-Hersteller daran trauen. Jetzt braucht man halt nur noch die variable Blende bei der Hauptkamera wieder. Das wäre halt genial. Aber es macht nicht viel Zoom, sage ich mal, ja, so vereinfacht gesagt. Ich habe da nämlich auch mal den Vergleich gemacht. Beim Xiaomi 15 Ultra war es ja dreifach die eine Linse und 4,3 die zweite Zoom-Linse. Da fällt es natürlich optisch mehr auf, wenn man da drauf drückt, aber es ist halt, ja, trotzdem einen Ticken mehr, weil halt diese 0,2-fach mehr im unteren Bereich zu den dreifach und 3,2-fach fehlt. Also im weitwinkligeren fällt es mehr auf einfach als im Zoom-Bereich oben raus. Nichtsdestotrotz eine geile Geschichte, aber das hat auch einen riesen Nachteil, und zwar für die Leute, die Makro fotografieren wollen. Da würde ich euch wirklich empfehlen, schaut euch lieber das Xiaomi 15 Ultra an. Da sind wir halt bei dreifach circa bei 9 bis 10 Zentimeter. Ich habe ja auch mal ein paar Bilder mit reingemacht, wo ihr das seht eben, wie man da das Ganze im Naheinstellungsbereich scharf stellen kann mit Lineal und quasi an der Kante vom Lineal vorne das Smartphone hingehalten. Und dann seht ihr auch schon 9 bis 10 Zentimeter war ungefähr die Naheinstellgrenze bei dreifach. Beim 15 Ultra, beim 17 Ultra fast 30 Zentimeter. Das heißt, ihr müsst 20 Zentimeter weiter weg für die gleiche Aufnahme, damit ihr was scharf bekommt. Und somit habt ihr einfach bei Makro weniger Möglichkeiten. Und das merkt man extrem. Also wenn ihr sowas öfter macht, dann würde ich eher vom 17 Ultra abraten tatsächlich. Ja, ihr könnt auch bei dem 4,3-fach dann noch Makro nutzen, aber die Distanz ist trotzdem weiter weg vom Objekt als beim 15 Ultra. Und auch beim Oppo tatsächlich ist es nicht so nah wie beim 15 Ultra. Ich habe beim 15 Ultra mal so eine anfliegende Biene mit der Dreifachlinse fotografiert. So ein Bild habe ich nicht hinbekommen bei denen. Die kriegen die zwar auch scharf, aber ihr müsst halt viel mehr reinkroppen, das heißt viel mehr Ausschnitt machen, und das ist einfach nicht so gut wie beim alten Modell. Das ist halt einfach Abwägungssache, ja. Wenn ihr Makro eh nie fotografiert, dann ist es irrelevant, dann ist es euch egal.
dann könnt ihr gerne zum 17 Ultra greifen oder zum Oppo oder Vivo X300 Ultra. Wenn ihr aber das Oppo nehmt, nur kurz noch so als Info, dann habt ihr bei der Hauptkamera 35 Millimeter. Das heißt, ihr seid schon näher dran. Für mich ist es eher immer nicht so vorteilhaft gewesen. Ich bin da eher der 23 bis 24 Millimeter Freund, wie eben beim Oppo Find X9 Ultra. Die ist auf jeden Fall sehr gut da. Aber ja, da könnt ihr auch bei anderen Herstellern, die haben eigentlich alle durch die Bank 23, 24 Millimeter bei der Hauptkamera. Vivo sticht da eben halt heraus. Was auch ist, durch diesen optischen Zoom habt ihr natürlich eine Linse in diesem Konstrukt da drin, die sich hin und her bewegt. Und wenn die Kamera nicht aktiv ist, klappert es halt ziemlich heftig. Und die Kamerafahrt oder die Linsenfahrt ist quasi von oben nach unten. Das heißt, wenn ich von oben nach unten schüttel, ist es richtig laut. Wenn ich so schüttel, geht's. Also man merkt es schon, das ist wirklich eine andere Hausnummer an Lautstärke. Alle Handys, die große Sensoren haben, die gelagert sind, also Sensorbildstabilisierung oder optische Bildstabilisierung der Linsen, die klappern. Auch das Oppo klappert. Aber das ist eher so ein Rasseln, sage ich mal. Und beim Xiaomi 17 Ultra ist es wirklich ein Klappern. Bei vielen Leuten in Foren, die schreiben da auch, boah, das nervt, weil das teilweise merkt man das auch in der Hosentasche, wenn man da läuft, weil es halt dann, also es schwingt hin und her. Man merkt es auch, ich habe es auch gemerkt, wenn ich mal eine Hosentasche hatte, die nicht so breit war, wo das dann nicht leicht schief drin war, sondern wirklich hochkant. Man läuft, dann merkt man diese Linsenverschiebung, wenn man halt aufpasst oder wenn einen sowas mehr stört, muss einem halt auch liegen. Also wenn einen das nicht stört, ist es auch völlig egal, aber ich will es halt einfach für euch mal erwähnt haben. Übrigens ist es jetzt nicht so, nur weil sich das bewegt, dass da gleich was kaputt geht. Das ist teilweise wirklich auch bei Profi-Objektiven so. Also wenn ihr die von der Kamera runternehmt, dann sind die nicht unbedingt immer stabilisiert. Nicht jedes Objektiv wird da dann arretiert sozusagen, sondern die bewegen sich auch frei. Und wenn ich die im Rucksack hinten drin habe, dann hört man das dann auch klappern. Und deshalb gehen die auch nicht kaputt. Also die sind natürlich dafür gebaut. Genauso sollte das eigentlich auch beim Smartphone sein. Ich bin jetzt natürlich kein Ingenieur bei Xiaomi, dass ich das irgendwie beurteilen kann, aber ich gehe schwer davon aus, dass die das auch entsprechend gebaut haben, dass es jetzt nicht nach einem Jahr einen Linsenbruch da drin hat oder so. Also von daher ist das jetzt nichts, was die Qualität betrifft, sondern einfach nur, ja, wie das halt gebaut werden muss, damit es funktioniert. Ein weiteres Thema ist leider wieder, wie letztes Jahr auch beim 15 Ultra, das Thema RAW-Fotografie. Und es nervt mich wirklich mittlerweile ziemlich stark, muss ich ehrlich sagen, bei Xiaomi, weil das Ding hat einfach richtig geile, potente Kameras. Und ich würde halt jetzt nicht durchgehend, aber halt bei bestimmten Bildern, wenn ich, was weiß ich, die Milchstraße mal fotografieren will, mit meinem Stativ. Und da habe ich wieder den Small Rig Cage da aufgebaut und stelle das auf. Und dann möchte ich halt einfach mal mit einem Zoom auch ein Bild machen in RAW und auch halt, weil es ja die Kamera oder der Sensor theoretisch kann, zum Beispiel in 50 Megapixel. So, dann gehe ich in die Kamerasoftware rein, gehe auf 3,2 oder 4,3-fach, je nachdem, und stelle dann RAW ein und dann degradiert er mich von 50 auf 12,5 Megapixel runter. So, dann gehe ich wieder auf 50 Megapixel, dann stellt er wieder JPEG ein. Das will ich ja nicht. Ja, also wieso geht es nicht? Beim Ultrawide übrigens genau dasselbe. Und bei der Hauptkamera, da könnt ihr 200 Megapixel nur in JPEG aufnehmen, 50 Megapixel dann tatsächlich mal in RAW. Wie gesagt, bei der 23 Millimeter Kamera, aber halt eben nur bei der Hauptkamera. Und das finde ich einfach super schade. Also keine Ahnung, Xiaomi, ich weiß es nicht, warum ihr das immer noch nicht hinkriegt. Ich glaube nicht, dass es an der Rechenleistung liegt, weil andere Hersteller kriegen es ja auch gebacken mit dem gleichen Prozessor. Also das muss irgendwas mit dem Bildverarbeitungsprozess zu tun haben. Kommt irgendwie der Schreibpuffer nicht hinterher oder so. Ist halt irgendwie schade. Trübt so ein bisschen, finde ich, dieses professionelle Audit von diesen Smartphones mit Leica-Branding. Also ja, also da müsste wirklich was passieren, aus meiner Sicht zumindest. Wie gesagt, ich nutze es auch nicht oft, aber wenn ich es nutzen will, dann halt auch vernünftig. Und dann will ich halt zumindest die 50 Megapixel nutzen können bei allen.
und nicht nur 12,5. Das reicht mir halt bei manchen Sachen einfach nicht aus. So, jetzt haben wir aber genug hier kritisiert von der Kamera, weil an sich, wenn man im Alltag fotografiert und sowieso im normalen Fotomodus ist und da jetzt nicht ewig rumbastelt mit RAW und irgendwelchen manuellen Einstellungen, dann ist das natürlich eine super potente Kamera. Die macht wieder gute Bilder. Ich blende euch auch mal wieder ein paar Beispiele ein und auch im Vergleich zu Oppo oder zum Vorgänger. Alle sehr solide. Man muss ehrlich sagen, es ist auch ein bisschen Pixel-Peeping immer, wie ich immer so schön sage. Also man sucht halt gefühlt so das Reiskorn im Sand, ja. Also das ist, weiß ich auch nicht. Also ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Die Ultra-Kameras heutzutage, mit Ausnahme vom S26 Ultra, würde ich jetzt mal sagen, die sind alle durch die Bank sehr gut. Vivo hat beim X200 und 300 Ultra halt bei der Ultraweitwinkelkamera noch einen sehr großen Sensor im Vergleich zur Konkurrenz, der wirklich auch mehr Licht einpackt und bei Nacht bessere Bilder macht. Ansonsten machen die hier und die hier auch durch die Bank super Bilder und man muss halt wirklich einfach seinen Geschmack da, sage ich mal, treffen. Wie gesagt, wenn ihr einen natürlichen Look wollt, Leica Authentic. Wenn ihr eher einen künstlerischen oder einen peppigeren Look haben wollt mit mehr Sättigung, mehr Dynamikumfang, dann halt Leica Vibrant. Ansonsten sind die wirklich gut. Also ja, da kann man nichts Negatives sagen. Ich habe jetzt keine riesen Masterclass machen können, dafür hatte ich es einfach zu wenig. Also abschließend kann man sagen, die Kameras sind auf jeden Fall sehr potent. Ob man diesen optischen Zoom braucht, das muss jeder selbst entscheiden. Wer Makro fotografiert, lieber zum Vorgänger greifen, ist auch die günstigere Wahl, sage ich mal. Oder eben zu anderen Smartphones wie Vivo X200 Ultra, also dem Vorgänger vom 300er oder Vivo X300 Pro. Das hat auch eine sehr gute Makrokamera. Das Ultra auch oder Oppo Find X9 Ultra, X9 Pro. Also das sind alle sehr potente Makrokameras, die eben auch im Zoom, in der Zoom-Linse das Makro haben. Das ist halt deutlich angenehmer als zum Beispiel Samsung mit der Ultrawide. Da muss man super nah ran. Für Insekten zum Beispiel, alles was Angst bekommt oder sich bewegt, sehr schlecht. Da ist die Zoom-Makro deutlich besser, was ja auch große Kameras in dem Sinne haben. Ja, kommen wir zum Fazit vom Xiaomi 17 Ultra und mein ein Monat Alltagsfazit in dem Sinne, weil ich es ja wirklich nur einen Monat jetzt nutzen konnte. Aber da habe ich mir eigentlich schon einen sehr guten Überblick verschaffen können, nachdem ich ja auch das 15 Ultra hatte und das meine Freundin ja auch nutzt. Es hat sich, sage ich mal so, im Gesamten, wenn man jetzt den Zoom nicht betrachtet und auch den Prozessor nicht braucht, relativ wenig getan zum Vorgänger. Die Ecken sind ein bisschen schöner abgerundet. Es ist einfach ein bisschen geschmeidiger, finde ich, in der Hand. Wobei der Vorgänger jetzt auch nicht schlecht in der Hand liegt. Und ja, Display ist ähnlich gut, würde ich sagen. Ich habe da zwar gelesen, mehr Nit und so, aber draußen habe ich nicht wirklich im Alltag einen Unterschied gemerkt. Der Fingerabdruckscanner im Display ist schnell. Wir haben wieder, wie gesagt, super Kameras. Ja, also ist es schnell, ist es performant, es passt. Das Paket ist eigentlich rundum gut. Was mir halt wieder nicht so gefällt, ist irgendwie die Xiaomi HyperOS Software. Das ist halt einfach so ein Punkt, wo ich meinen Custom Launcher nicht nutzen kann richtig oder auch nicht nutzen will dann, weil ich nicht mit diesen Buttons unten arbeiten will. Und einfach auch die Themen mit Benachrichtigungen, das stört mich schon sehr. Aber da müsst ihr halt wirklich theoretisch, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, bei jedem China-Hersteller ein bisschen aufpassen mit den Benachrichtigungen. Wie gesagt, wenn ihr bestimmte Apps wie ich nicht nutzt, so Google Kalender oder ja, diese ganzen Outlook, Mail und so weiter, dann ist es nicht so dramatisch. Oder wenn ihr auch nicht so Wert darauf legt, dass das jetzt minutengenau erscheint, die Benachrichtigung, auch alles kein Thema. Es waren jetzt keine Riesenverzögerungen mehr, auch mit HyperOS 3 jetzt, wie gesagt, nicht mehr. Aber es ist halt trotzdem noch da. Was aber natürlich für mich dagegen spricht auch, ist einfach der Makromodus. Den finde ich halt wirklich nicht mehr gelungen beim 17 Ultra. Dafür halt diesen optischen Zoom. Verlustfrei, also die Zwischenstufen zwischen 3,2 und 4,3, wie gesagt, habe ich ja schon erwähnt. Die sind dann quasi verlustfrei, was Schönes. Aber beim Smartphone brauche ich es nicht zwingend. Bei einer großen Kamera wäre es bei mir was anderes. Was ich auf gar keinen Fall empfehlen würde, aus meiner Sicht zumindest, ist halt diese Leica Edition, weil es einfach zu teuer ist, außer ihr kriegt da mal irgendwie ein gutes Angebot, ein Schnäppchen oder bei eBay Kleinanzeigen, eBay, wie auch immer. Das ist halt dann einfach ein anderes Thema, aber wenn ihr es neu kauft, 2000 Euro für so ein
Ring, der sich mitdreht, wo man vielleicht mal hinkommt und dann auch noch was verstellt, wäre es mir nicht wert. Mir würde auch nur ein Auslöser reichen, à la Sony. Die machen das ja auch und das finde ich eigentlich besser. Ich brauche diesen Zoom nicht zwingend. Ja, ist halt meine persönliche Meinung dazu. Ansonsten preislich 1500 € würde ich auch nicht kaufen, muss ich ehrlich sagen. Dann lieber warten, wenn ihr es unbedingt haben wollt. Oder eben, wie gesagt, Xiaomi 15 Ultra. Schaut euch mal bei Oppo und Vivo um, die sind auch sehr gut. Wenn ihr Wert auf den Stift legt, dann bleibt euch eigentlich nur das Samsung S25, S26 Ultra. Ansonsten, ja, war's das so aus meinem Alltagstest. Wie gesagt, ich schicke es jetzt zurück, dann geht's über ins Oppo Find X9 Ultra. Da bin ich schon sehr gespannt, was das so macht im Alltag. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao.